schöner Fisch. Ja! Jawohl! Swedish anglers is the best. Der YouTube Predator Cup 2018 wird präsentiert von Duo Germany, Angel Joe und Bass Brigade. Es kam unerwartet, doch keinesfalls unverdient. In einer extrem spannenden Achtelfinalbegegnung konnte Tobias Ekwahl gegen Veit Wilde einen großen Rückstand aufholen und zog knapp in die nächste Runde ein. Spätestens jetzt wissen die Gegner, dass man den frechen Schweden nie abschreiben darf. Doch auch in der zweiten Runde hat Tobias ein verdammt dickes Brett zu bohren. Dietmar Isaias, einer der absoluten Top-Favoriten auf den YouTube Predator Cup, gab sich im Achtelfinale keine Blöße. Bei Schmuddelwetter fing er im Match gegen Tobias Dreimann von Hanse Catch Hamburg insgesamt 7 Zander und zog souverän in die nächste Runde ein. Heute sind die Vorzeichen andere. Sehen wir mal, welchen Plan sich Dietmar für die veränderten Bedingungen zurechtgelegt hat. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer extrem prominent besetzten Partie zwischen dem Schweden Tobias Ekwahl von Kanal Gratis und Didi Isaias von Quantum. Ich habe die beiden direkt loslegen lassen, kein großes Gequatsche, weil wir heute extrem spezielle Bedingungen haben. Und zwar wird heute der heißeste Tag im Jahr. Wir sind in den Niederlanden. Heute sollen 38 Grad werden. Das ist man hier normalerweise nicht gewohnt. Und wie ihr alle wisst, sind das nicht die Idealbedingungen, um Raubfische zu fangen. Da Didi es auch nicht möglich war, das früher hier zu sein, er musste gestern noch spät arbeiten, konnten wir jetzt um Punkt 8 starten. Und ich wollte die beiden Angler sofort loslegen lassen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie beide heute mit diesen Extrembedingungen umgehen. Heute haben wir das allererste Mal, dass die Partie vom Ufer und vom Boot ausgetragen werden wird. Tobi hat den Wunsch geäußert, vom Ufer zu angeln, wohingegen Didi hier in seinem Heimatrevier von seinem Boot angeln möchte. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen einen Kompromiss, splitten das auf. In der ersten Halbzeit fischen wir nun also vom Ufer und dann, wenn so gegen 11:30, wenn es richtig heiß wird, geht's dann aufs Boot. In den nächsten 3 Stunden Netto-Angelzeit angeln die beiden nun also vom Ufer, um dann abschließend nochmal 3 Stunden vom Boot zu fischen. In dieser Zeit können sie maximal 3 maßige Raubfische in die Wertung einbringen. Sie dürfen dabei nur Kunstköder verwenden. Schleppen ist nicht erlaubt. Die Länge eines Barsches in Zentimeter wird mit einem Faktor von 2,4 multipliziert. Bei Zandern ist der Faktor 1,3 und bei Hechten 1. Alle weiteren Regeln findet ihr per Klick auf den Link in der Videobeschreibung. Didi, heute soll der heißeste Tag des Jahres werden. Genau, 38 Grad. Noch sind die Temperaturen zumindest an der Luft, aber eigentlich ganz angenehm. Wie fängst du an hier heute? Was ist deine Taktik? Das ist ein Ausläufer vom Volkerack, was er sich ausgesucht hat. Durchaus keine schlechte Wahl. Ich kenne diesen Bereich nicht, ich habe hier noch nie gefischt. Ich kenne das Volkerack ganz gut, aber ich habe immer eigentlich diese Zuläufe ausgelassen. Und wenn, dann kenne ich das ja nur vom Bootsfischen her. Aber nichtsdestotrotz, der Fisch, der im Volkerack ist, warum soll er nicht auch hier rumschwirren? Und man hat gerade auch schon einen Bootsangler gerade gesehen und dieser Bootsangler, der hat mit etwas größeren Ködern hier, ich denke mal wegen der Hechte, hier abgefischt. Ich denke mal, seine Taktik ist die, er will versuchen, einen Barsch zu fangen. Und weil man kann hier richtig schöne große Barsche erwischen, generell im Volkerack. Wie das hier an dieser Stelle ist, ja wie schon erwähnt, das weiß ich nicht, aber der Fisch ist ja hier. Und dementsprechend, wenn ein Barsch kommt, dann ist er sicherlich nicht gerade klein. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es wird schwierig und ich ist sicherlich nicht gerade sehr dumm von ihm auf Barsch zu setzen, denn der bringt viele Punkte in dieser Challenge.
Und wenn wir dann später mit dem Boot fischen, weiß er ganz genau, ja, ich werde ihn genau dahin bringen, wo auch ich meine Fische fange. Also da wird er auch seinen Fisch fangen und das wird zum hauptsächlichen Maße der Zander sein. Und du fischst jetzt hier dann erstmal auch auf Barsch? Ja, ich nehme Köder, die sowohl Hecht, Barsch als auch Zander fangen. Und von daher, ja, schauen wir mal. Toby, you're fishing very concentrated. I Yeah. don't want to disturb you for too long. And also Didi just said something about your tactics, some interpretation. He thinks that you fish for perch. That's true, right? Yeah, that's true. There are some perch here, and I think it's going to be quite hard today to catch a fish. So I need to be concentrate to maximum in order to catch like 1 or 3 fish, because I think it's going to be hard today. So 1 bite could be enough, and I'm trying to get that 1 bite at the moment. And it's getting warmer every single minute. So probably now is the time to catch one. Yes, Go for it, boy. I'm gonna do my best. Exciting. Yes, of course, I like it. I mean, challenging. And you definitely mentioned the right thing. 1 strike will decide the whole match today. I think so. Tension in there. It is tension in the air. So it has double meaning when you talk about it's the hottest day in the Netherlands. I think we're gonna move upwards. Erster Platzwechsel. An der ersten Stelle gab es keinen Fischkontakt, doch es ist bereits jetzt spürbar, wie ernst beide Angler diesen Wettbewerb nehmen. Beide Angler gehen wirklich heute extrem konzentriert zu Werke. Ich glaube, bisher hatten wir das in noch keiner Partie so extrem von Anfang an. Beide wollen dringend ins Halbfinale einziehen. Von der Technik her sieht es eigentlich relativ ähnlich aus bei beiden. Beide fischen einen Gummifisch am Jig. Tobi in der Größe kleiner, aber also er hat sich ein bisschen mehr auf Barsch festgelegt. Didi versucht eher das Allround-Paket zu fischen. Aber im Grunde ja, sieht es nicht sehr unterschiedlich aus bisher bei beiden. Es wird sehr konzentriert gefischt und wenig gesprochen. Wer von beiden fängt den ersten Fisch? Den ersten Fisch haben wir gerade gesehen. Tobi hatte einen Nachläufer direkt hier an der Spundwand. Fischt die ja, direkt vertikal nach unten. Und da kam ein Barsch hoch. Hat den Köder leider nicht mehr erwischt, bevor er den Köder aus dem Wasser gezogen hat. Aber ein bisschen Aktivität. Yeah. He tried to get it, right? Yeah, it took it. Took it. Yeah, I hooked it, and then it came up. That was not good. I wanted that fish. Es war kein Riesenbarsch, aber 22 könnte er schon gehabt haben. Das ist hier das Mindestmaß für Barsch und ab da gibt es Punkte. Ja, so ein Maßband. Ja, habe ich. Ja, ich will den Fisch da nicht noch länger. 25. 25. So, direkt nach Tobis erstem Biss konnte Didi jetzt einen Barsch fangen. Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen. Didi muss Fisch rufen, sonst ist das Ja, Kamerateam. du bist ja nur immer am Telefonieren mit Daniel und so weiter und das Angespannte im wahrsten Sinne des Wortes, er hat ja auch recht gehabt und hat gesagt, es ist heute der heißeste Tag in Holland und im wahrsten Sinne des Wortes doppeldeutig auch der heißeste Tag im Match und ich habe meinen neuen Q-Paddler in 8 cm drauf gemacht. Den gibt es ab dem Herbst zu kriegen bei Quantum. Und ja, das ist jetzt 10 und 12 und 15 kennt ihr ja schon, das ist der 8er. Mal gucken, ob wir noch einen Barsch fangen. Du rechnest in der Zwischenzeit. Ich rechne. Also tatsächlich, ich habe es gar nicht, Didi hat nicht gerufen, nichts, stand plötzlich hier mit einem Fisch in der Hand. Ich hoffe, er hatte nicht aus der Kühltruhe geholt. Nein, sah noch sehr lebendig aus. Insofern geht Didi in Führung. Zwar hakt Tobias den ersten Fisch, doch ist es Dietmar, der die ersten Punkte einfahren kann. Es ist ein kleiner Barsch, der ihm aber immerhin 60 Punkte einbringt. Wo ein kleiner Barsch ist, sind häufig mehrere. Kann Tobi das nutzen und schnell kontern? Toby, bit of bad luck. Yeah, You lost your fish. and then he caught one. And then, yeah, like 10 seconds after that he caught one. Yeah, too bad, but that's fishing, but still there's plenty of time.
So Plenty of time, Yeah. and at least there's fish there. yeah, exactly. Yeah, I had another bite actually. Okay, then I don't want to disturb you too long. And, I want to try catch one big now. Leider kann keiner der beiden einen weiteren Barsch aus dem Schwarm picken. Tobi entscheidet sich für einen Spotwechsel und erklärt uns, weshalb er es an dieser Stelle probieren möchte. So we're here at my second spot, and this spot is underneath a bridge, and I think the bridge is like shadowing the spot, so here it could be good. Now it's quite warm, and also we caught a perch here yesterday, so I think we might can catch some today. And I just need one more, like, so then we equal. And then I need to catch 2 more, then I'm gonna win. We'll see. Mittlerweile ist es wirklich extrem heiß geworden. Hier ist auch kaum Wind am Spot. Gibt es irgendetwas, das du bei diesen Temperaturen anders machst als sonst? Anders machen würde, zu Hause bleiben und erst am späten Abend fahren oder mit dem Boot schön mitten auf dem See, weil jetzt ist der Wind noch relativ gut. Ich denke mal, eine Windstärke 3 werden wir haben und dann ist natürlich das Ganze viel angenehmer. Da, wo wir vorher standen, an der Mündung zum Volkerak, da hat der Wind uns richtig schön ins Gesicht geblasen. Also da hätte ich das gerne noch ein bisschen ausgehalten, aber er wollte einen Platzwechsel machen, gut. Aber von der Angeltechnik her? Schneller fischen. Also ich fische schneller. Wasser ist ja warm, Wasser ist ja weit über 20 Grad. Und der Fisch selber ist auch sehr aktiv. Habt ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich weiß ja nicht, wie weit da gefilmt wurde, aber der Kollege aus Schweden hat ja den Barsch an der Oberfläche verloren und beim Rausheben. Das heißt also, er hat den eigentlich schon eingekurbelt, da kam der Fisch hinterher, ich habe es ja noch gesehen und bei mir war es ja genau das gleiche Spiel. Du hast draußen am Boden gejiggt, da kam gar nichts und die Steinpackung, beziehungsweise in diesem Fall war es ja die Spundwand gewesen, die hochzukurbeln, da kam der Barsch und der hat bei mir den Gummi gepackt. Ich habe einfach schnell rübergehoben und dann war der draußen und der ist auch abgefallen. Also das heißt, die Fische beißen ganz zäh. Interessiert sind sie, weil alles, was sich im Wasser jetzt bewegt, in dem warmen Wasser, macht sie neugierig, gerade die Barsche und die Zander. Und gerade hat man auch gesehen, ich habe beim ersten Wurf gleich Richtung Brücke einen ganz kurzen Biss gehabt, der hing auch der Zander und der ist dann hier vorne abgefallen und jetzt ist das abgefallen, der ist abgegangen und danach sofort noch einen Biss bekommen und jetzt ist wieder Totentanz. Aber wirklich keine Bumsbisse, sondern wirklich nur so ein Dick. Und, naja. Aber was will man auch erwarten? Ihr würdet jetzt auch nicht in der prallen Sonne sitzen und euch da über ein 500 Gramm Steak hermachen, sondern höchstens im Schatten ein Eis essen und genüsslich dran rumschleckern und das machen die jetzt hier auch. Didi, he told me that he had 2 bites here, so I tried here for Sander, but I didn't have any bite. And it feels like I just need to catch a fish now, so it's equal, at least when he starts his time. So therefore I'm gonna try to catch a small perch around the pillars and underneath the bridge. I'm gonna jump from like one spot to the next spot very quick, just to search them. And I'm gonna put on a hard bait, I think. ...65. 64. Nein, ist er drüber. Guck mal hier. 64. Okay. Ist der 64,1, das ist 64. Tobias erklärt wunderbar, warum er unter der Brücke fischen möchte. Einen Fisch fängt er dort jedoch zunächst nicht. Dafür erwischt Dietmar einen richtig guten Zander und baut seine Führung weiter aus. Es steht nun 143,2 für Didi und das alles in Tobis Halbzeit. Der Schwede gerät mehr und mehr unter Druck. Hat Dietmars zweiter Fisch Auswirkungen auf Tobias Taktik? I can tell you one thing,
that was not good for me that he caught that sounder. I thought like one bite could be enough today, but apparently I think he's gonna fish. I think he's gonna catch 3 fish, and that means that I need to catch 3 fish. So enough with the small perch, and now I'm gonna go for a big one because that's the only chance for me to win this. I really want to win this. Oh damn it! At least there are fish here, but if I'm gonna win this, I can't miss them. Didi, klares Wasser. So klar ist das nicht. Das ist eigentlich ein Gewässer, was ihm aus Schweden wunderbar passen würde. Das ist dieses Coca-Cola-farbene, teefarbige Wasser, was in Schweden an jeder Ecke ist. Es sieht zwar trüb aus, ist es aber nicht, aber nichtsdestotrotz ist es kein klares Wasser. Ja, die Sichtigkeit ist aber, habe ich hier in Holland auch auf jeden Fall schon weniger gesehen. Das stimmt, ja. Ich habe es schon drüber erlebt. Du fischst auf jeden Fall trotzdem Stahl. Weil die Dintel, viel Hecht im Gewässer. ja, die Dintel ist ja ein Bereich, das mit dem Volkerrack zusammenhängt, dieser Bereich. Und da gibt es viele Hechte. Deswegen, ich habe ja auch gerade den Zander auf mein System gefangen, wo ich ja auch Stahl dran hatte. Also von daher. Before I've just been fishing these tiny lures, but now I'm gonna put on a little bit bigger one. It's not big, but you can catch both sounder on this one and perch, and that's exactly what I need, and of course pike. And this is actually a monkey shad, and I saw before that he had a brownish color lure that he caught that sounder on, so I'm gonna use kind of the same, kind of imitate him, see if that works. Hopefully I really cross my fingers. Noch 10 Minuten. Ich bin nicht ganz unglücklich, dass wir bald die Stelle verlassen. Es ist zum einen sehr, sehr heiß, wenig Wind hier am Ufer und auch diese Atmosphäre von einer Mischung aus Autobahn und dann hier im Hintergrund die Traktoren, die die Felder düngen mit ein bisschen Staub und auch dem dazugehörenden Geruch. All das ist jetzt nicht so wunderbar. Die Stellen waren gut. Tobi hat tatsächlich hier eine Stelle gefunden, an der auch ein guter Zander ging. Leider nicht für ihn, sondern für seinen Konkurrenten. Aber vielleicht sieht es ja in der zweiten Hälfte dann genau andersrum aus, dass die Spots anfährt, bei denen er dann punkten kann. Man weiß es nicht. Angeln ist Angeln. Tobi, time is over. I hope you have more luck from the boat. Yeah. Me too. Still it's only 2 fish. Yeah, exactly. But I think he's gonna catch one more from the boat. He's gonna catch one from the Yeah, boat. I think so. If I'm gonna catch one, he's gonna catch at least one. So therefore, I think I need to catch 3 from the boat, or 2 really big ones. Let's see. Let's see. It's not impossible. It's not impossible. Absolutely not. We could have a really good race catching like 20. I don't think so, but it could be. Probably is possible. Halbzeit. Das Uferduell geht klar an Dietmar. Tobi hatte sich erhofft, hier einen kleinen Vorteil zu haben, doch Dietmar zeigte eindrucksvoll, dass er auch ein sehr guter Uferangler ist. Er liegt mit 143,2 Punkten vorne und nun steht das Bootsangeln, Dietmars Paradedisziplin, auf dem Zettel. Ob Dietmar einen klaren Sieg einfahren kann oder ob es doch nochmal brenzlig wird, seht ihr nach einer kurzen Werbepause. Dir gefällt der YouTube Predator Cup und du möchtest die Produktion der 2. Staffel unterstützen? Ganz einfach. Ob Rute, Rolle, Köder oder Jighaken. Mit jedem Kauf auf Hecht und Barsch.de hilfst du uns bei diesem Projekt. Bis zur Ausstrahlung des Finales gibt es mit dem Gutscheincode #YPC18 übrigens 10% Rabatt auf alle Produkte außer Angelreisen und Echolote. Vielen Dank für deine Unterstützung.
So, wir sind jetzt auf dem Hollandsdieb mit Didis Boot angekommen. Ich kann zumindest schon mal sagen, dass es von den Temperaturen her sehr viel angenehmer ist. Es sind zwar wahrscheinlich die gleichen oder es ist wahrscheinlich noch wärmer geworden, aber die Brise, die hier herrscht, sorgt für ein bisschen Abkühlung immerhin. Eigentlich finde ich ganz gut, besser als beim letzten Mal, als wir hier auf Didis Boot im Achtelfinale geangelt haben. Da waren es so um die 5 Grad und Regen. Ich finde, so lässt sich dann doch deutlich besser aushalten. Und ja, ich gehe natürlich trotzdem davon aus, dass Didi, obwohl er in Führung liegt, jetzt nach wie vor die Top-Stellen anfährt. Und er wird euch sicherlich gerne erklären, wie er versucht, hier seinen ersten Fisch jetzt zu fangen. Vertikal, kurz und knackig. Schauen wir mal. Angekommen am Spot hat Tobi erstmal 2, 3 Würfe gemacht, aber dann doch gesehen, dass Didi es unterm Boot versucht, vertikal, hat dann daraufhin seine Technik angepasst. Ich glaube, das ist nicht die allerschlechteste Idee. And I have never been fishing these spots before, so what I do is just imitating what Didi is doing. And hopefully it will work out better than what he does. Net, net, net. You want me to? Yeah, you net it. Yeah. I didn't blank. I didn't blank. That's good. Way. That's good. Yeah. Now I'm back in the game. Yeah, Didi's spots are very good. Yeah, we're gonna do it like this. He's catching fish on my spot and I'm catching fish on his spot. 48. 48, yeah. As you can see, it's not a big fish, and the thing. But what I like with this fish is I got the confidence back. Now I know that I can catch fish on his spot, and I know that I'm doing something right here. So I'm just gonna put it back, and hopefully can I catch like 2 more of these. Der Anschlusstreffer. Mit diesem 48er Zander, der 62,4 Punkte zählt, bringt Tobias seine ersten Punkte auf die Anzeigetafel und gewinnt vor allem wieder den Glauben an die eigene Stärke zurück. Ein sehr wichtiger Fisch für den Mann von Kanal Gratis. Dietmar kündigt im Anschluss einen Spotwechsel an, der dann 15 Minuten später durchgeführt wird. Wir sind jetzt hier an einem zweiten Spot angekommen. Der erste, das war so ein typischer Spot, wo ich immer gerne hinfahre, um mal schnell 1 oder 2 Zander wegzupflücken. Ich hatte einen kurzen Biss gehabt und kurze Zeit später hat eben Tobi seinen ersten Zander gefangen. Also man sieht, ich fahre Stellen an, wo man Fische fängt, damit ihr als Zuschauer auch was davon habt und die Sache noch spannender wird. Und jetzt sind wir auf einem großen Plateau angekommen, es ist ungefähr zwischen 4 und 5 Meter tief. Das Wasser ist hier sehr, sehr warm, extrem warm, aber der Fisch kommt hier immer wieder mal hoch zum Jagen und das kann eine Stunde dauern, bis ein Biss kommt, auch 2 Stunden, aber es wird definitiv noch hier was passieren, dass hier Fische auf diesem Plateau regelmäßig zum Mittagessen oder zum späten Abendessen vorbeischauen. Auch Dietmars zweiter Angelplatz klingt vielversprechend. Das muss nicht unbedingt heißen, dass sofort ein Fisch beißt, doch es dauert tatsächlich nicht lange, bis wieder eine Rute krumm ist. It's not a bug. This is exciting. Can you stop the engine? Thank you. You think it's a perch or it's a zander? I think it's a sand. Take it. Yes! That's not a bad fish. Didi was right, huh? That is a really good perch. I mean, this is a really good perch. Like, really good. Like, super good. Oh yeah, that's a good one. I don't want to drop this one because it's not fat at all, but it's actually quite long. It's going to be very interesting to see how long it is. And the thing with perches, they are worth a lot of points. Okay, now we measure it. The moment of truth. 41. Yeah, 41. 41. Yeah. Quite fun. First I caught a perch on my spot and then a sander, and now I caught 1 sander on his spot and 1 perch. But this perch is worth a lot of points, so it's a really good fish.
Was für ein schöner Fisch. Dieser traumhafte Barsch ist 41 cm lang und bringt Tobias 98,4 Punkte. In der Halbzeit noch abgeschlagen hat sich das Blatt plötzlich gewendet. Kanal Gratis liegt nun mit 160,8 zu 143,2 vorne. Was für ein spannendes Match. So now I'm gonna just let it back and then hopefully I'm gonna catch one more fish. Ah, erster Fisch. Zander? Auf jeden Fall kein Barsch. Soll ich den selber keschern oder soll ich? Mach das. Was noch hinzu? Well done. Back in the game. Yeah. 60. Ja. Okay, Ja, akzeptiert. ja, akzeptiert. Jetzt hat Didi tatsächlich, es hat nicht lange gedauert, wieder die Führung übernommen. 60er Zander. Ja, damit ist er jetzt wieder vorne. Wahnsinn! Während Tobi seinen Barsch zurücksetzt, hat Dietmar den nächsten Zander am Wickel und manövriert seinen dritten Wertungsfisch anschließend sicher in den Kescher. Tobias' Führung war damit nur von sehr kurzer Dauer. Dietmar liegt nun 221,2 zu 160,8 vorne. Doch Tobi reicht ein 61er Hecht, ein 47er Zander oder ein 26er Barsch zur erneuten Führung, solange Dietmar keinen seiner 3 Wertungsfische verbessert. Barsch ist jetzt ganz entscheidend. Also ich habe ja gesehen, dass die großen Barsche aktiv sind. Und Tobi hat ja einen richtig geilen Barsch nachgelegt. Aber er hat ihn auf einen relativ schlanken Köder gefangen. Und jetzt habe ich auch mal die Köderform gewechselt und mal gucken, ob er vielleicht auch mal der ein oder andere Barsch bei mir beißt in der Größe. Weil das wäre noch genau das Richtige. Wir schauen mal. Jetzt 3 Fehlbisse kurz hintereinander. Erst zweimal Didi, der zweite hing, glaube ich, sogar ganz kurz. Und jetzt hatte Tobi einen Fehlbiss. Also Fischaktivität ist nach, ja, ich würde sagen, einem kleinen Loch von einer Dreiviertelstunde jetzt wieder zurückgekehrt. Und ja, Tobi braucht nur einen 47er Zander, um wieder in Führung zu gehen. Didi hat auf jeden Fall auch noch Fisch, den er verbessern kann. Also ich denke, noch ist alles offen. Fish on, fish on, fish on. Perch, 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 perch. Net, net, net. Can someone take the net? Could you net it, Didi? Thank you. I promised you. Thank you. Good guy. Incredible. I don't know what to say. I don't know what to say. Thank you, Dietmar. Yeah, thank you, Dietmar. Thank you, Sean. It's not as big as the other one, but it sure gives a lot of points. Perch is the absolutely best fish to catch in this tournament, so I'm really glad that I've caught 2 of them. Ja, 35. 35. It's a great perch in this tournament. Mit seinem zweiten Barsch macht Tobias ebenfalls die 3 Wertungsfische voll und holt sich mit 244,8 Punkten die Führung zurück. Doch noch bleibt Dietmar genug Zeit, um einen Wertungsfisch zu verbessern und das Match wieder umzubiegen. Like the Swedish against the German in football, ne? Yeah. Ja, Didi has to make the Tony Kroos in the last second. But you still lost the group. Ja, that's not important. Also Didi wollte an dieser Stelle hier bleiben, weil es hier nicht nur Zander gibt, sondern auch Barsche. An der Stelle, wo wir ganz am Anfang waren, hätte Tobi die Chance gehabt, einen Zander zu fangen. Aber Didi fischt jetzt schon seit einer ganzen Weile ja schon auch auf Barsch, um die drohende Gefahr eines Sieges durch einen kleinen Zander abzuwenden. Jetzt ist der Fall eingetreten, dass Tobi seinen zweiten Barsch gefangen hat. Ich denke, das war jetzt nicht so hundertprozentig einkalkuliert, aber
Natürlich bleiben wir jetzt erstmal auch an dieser Stelle, weil Didi kann natürlich auch seinen Barsch fangen und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Also wenn ich mich nicht verrechnet habe, würden aktuell 35 cm Barsch für Dietmar reichen, um den kleinen von heute Morgen zu ersetzen und damit wieder hauchdünn in Führung zu gehen. So there's not that much time left, but I think we're gonna catch like 1 or 2 more fish, and my tactic is that I'm gonna make sure that I'm the one that catches the last fish, because I have a small sunder that I think I can upgrade quite good. So if we catch 1 more perch, that would be lovely. If we wouldn't catch any fish at all, that would be even better, but I think we're gonna catch 1 or 2 more. So I'm gonna be 100% concentrate and doing my absolutely best. Ja, das hat man davon, wenn man das Guiding sehr ernst nimmt und die Leute an den Fisch bringt. Und vor allen Dingen, er ist ein super guter Angler. Und ja, es ist so schön, das Wettangeln dauert 6 Stunden und am Ende wird abgerechnet. Und mir fehlt noch ein richtig guter Barsch. Also von daher, da muss ich noch ein bisschen was tun. Und die letzte halbe Stunde, ich bin mal gespannt, ob da noch was geht. Das ist eine gute Beißphase eigentlich, so um 3 Uhr rum. Wir schauen mal. Ich gebe mein Bestes. Und wenn es nicht sein sollte, dann hat er wirklich gut gefischt. Naja, und in puncto Technik, ihr seht, wir beide werfen Köder aus. Ich ziehe sie ran, quasi Faulenzer-Technik, mache so eine Art von Longline-Jigging. Der Elektromotor zieht ganz leicht nach vorne. Er schmeißt und sucht auf diese Weise große Gebiete ab. Also unterm Strich beides effektiv. Man muss bei solchen Temperaturen den Fisch, der weit verstreut ist, einfach suchen und hoffen, dass man dem einen oder anderen mit seinem Köder begegnet. Und dann sollte es schon klappen. Fisch. Zander? Weiß ich noch nicht. Das ist ein besserer Fisch, oder? So, dann bin ich gespannt, wie groß er ist und ob er deinen Score verbessert. Sehr wahrscheinlich verbessert er deinen Score, aber mal gucken, um wie viel. Der hat 54, oder? 55? 54. 54. Dieses Duell hält wirklich, was es versprach. Trotz 38 Grad im Schatten kann Didi seinen 4. Fisch des Tages fangen. Der 54er Zander verbessert seinen Punktestand zwar, doch mit 231,4 Punkten liegt er nach wie vor hinten. Die Uhr tickt erbarmungslos. Hat Dietmar noch einen letzten Pfeil im Köcher? So, es laufen die letzten 5 Spielminuten der heutigen Partie. Didi hatte gerade noch mal einen Anfasser. Ist ein bisschen trüber jetzt hier ums Boot rum. Vielleicht ja noch ein gutes Zeichen für das Schlusswort mit einem schönen Zander. Wir wissen es nicht. 5 minutes to go, Tobi. Wer die Profiliga gesehen hat, Sebastian Hähnel gegen Veit Wilde, der weiß, dass Didi die Stunde noch nicht geschlagen hat. Now it's time to let Tony Cross kick a free kick. Yeah. I said in the morning that 1 strike could be enough. Now it's so tight, so 1 bigger fish now could turn it around completely. The next one that catches a big fish will probably win. It's over. It's over? We have a winner. Yes! Like, these last minutes have been terrible. Like, totally terrible.
I've been so, not nervous, but it's been so intense. Like I've been focusing to 100%, and I can't believe it. I can't believe it. I didn't thought it was I was going to win after the halftime. I was like certain that he's gonna win. Thank you for a good game. No problem. It was really a big pleasure. Yeah, my friend. Thank you. No, really, and yeah, you did a good fishing. So this guy can really fish. That's good. Perfect. Yeah. Thank you for having you on board, and it was a big pleasure. It was a good time, good day. Definitely. Well, imagine it was the hottest day they predicted in the Netherlands, and the hottest game on the water. Yeah, and we caught more than 3 fish each. Yes. So that's perfect. Right, you're right. Es ist vorüber, unglaubliche Partie, sehr umkämpft, trotzdem stets fair. War für uns als Schiedsrichter bzw. Kamerateam auch ein sehr, sehr angenehmer Tag. Nicht unbedingt von den äußeren Bedingungen, es war verdammt warm jetzt, wo der Wind ausgesetzt hatte, besonders warm. Aber wirklich richtig spannend, es ging hin und her, ihr habt es ja selbst gesehen. Richtig geil, es hat sich echt gelohnt, hierher zu kommen. Vielen Dank an euch beide. Wenn euch die Performance der beiden Angler am heutigen Tag gefallen hat, dann guckt doch auf jeden Fall mal auf den Kanälen der beiden vorbei, auf Quantum Fishing Europe, Didis Kanal und Tobis Channel kanalgratis.sa. Lohnt sich auf jeden Fall und natürlich nicht vergessen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, diesen Kanal zu abonnieren, um die nächsten YouTube Predator Cup Partien auf keinen Fall zu verpassen. Über ein Like freuen wir uns natürlich auch, über einen Kommentar, eine Anregung, immer. Und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das große Favoritensterben geht weiter und Tobias Eckwald zeigt sich dafür quasi hauptverantwortlich. Nach Veit Wilde zieht auch Dietmar Isaias, wenn auch sehr knapp, den kürzeren und scheidet aus dem Turnier aus. Tobias zieht mit Kanal Gratis ins Halbfinale ein, wo er auf Daniel von Hecht und Barsch.de trifft. In der nächsten Folge seht ihr jedoch erst einmal das letzte Viertelfinale des YouTube Predator Cup, in dem der Halbfinalgegner für Dustin Schöne gesucht wird. Der Österreicher Johannes Höfner trifft nach seinem phänomenalen Sieg gegen Enrico Di Ventura auf Topwater-Angler Benedikt Götzfried. Bis dahin!